Heute fliegen wir vom sonnigen Griechenland ins graue Deutschland und das Ganze mit dem griechischen Flag Carrier Aegean Airlines. Einmal in der Economy Class, einmal in der Business Class, einen griechischen Wein bestellt. Wir vergleichen beide Produkte und finden heraus, ob sich das Upgrade bei Aegean Airlines lohnt. Und uiuiui, die geht aber wirklich nach hinten. Wahnsinn! Ich bin gerade am Hauptstadtflughafen von Griechenland, nämlich am Athen Airport. Und für mich geht es jetzt gleich erst einmal nach Thessaloniki und von dort weiter nach Frankfurt. Das Ganze mit dem griechischen Flag Carrier, nämlich mit Aegean Airlines. Ein Flug in der Economy Class, ein Flug in der Business Class. Auf geht's, ihr seid mit dabei. Ja, Aegean Airlines, wie gesagt, Flag Carrier von Griechenland, also absoluter Airline-Repräsentant des Landes, hat auch seine Heimatbasis hier am Athen Airport. Ich könnte jetzt noch zum Check-in gehen, aber das schenke ich mir, denn ich konnte zum Glück schon online einchecken. Und ich habe heute die Ehre, von Aegean Airlines zwei verschiedene Bordprodukte zu testen. Nicht nur von der Reiseklasse her, sondern auch von den Flugzeugtypen her. Denn mein erster Flug wird in einem Airbus A320 Neo stattfinden, also in dem neuesten Produkt von Aegean Airlines. Und der zweite Flug dann klassischerweise in einem älteren Airbus A320, da dann wie gesagt in der Business Class, sodass hier auch nochmal deutlich wird, was sind also die Unterschiede in den verschiedenen Flugzeugtypen und wie hat sich Aegean Airlines hier auch selber modernisiert. Aegean Airlines selber Mitglied der Star Alliance, also der Luftfahrtallianz, zu der beispielsweise auch Lufthansa, Turkish Airlines oder auch Singapore Airlines gehören. Das heißt, ich werde hier auch auf dem ersten Flug in der Economy Class einige Vorteile genießen können, denn ich habe einen Star Alliance Gold-Status und dieser wird dann entsprechend hier von Aegean Airlines auch ganz normal anerkannt. Ich kann zum Beispiel gleich in die Lounge gehen und ich kann hier auch die Fast-Track-Sicherheitskontrolle in Richtung des Gate-Bereiches B nutzen. Das heißt, ich muss mich jetzt hier nicht in eine lange Schlange einstellen, sondern ich kann hier einfach ganz schnell direkt durchgehen in Richtung Lounge und Gate-Bereich. Ja, ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum habe ich so eine komische Kombination? Also warum fliege ich einen Flug in Economy Class und einen Flug in Business Class? Das werde ich euch auf jeden Fall gleich einmal erklären. Jetzt geht es aber erst einmal hier in die Aegean Airlines Lounge. Ja, Aegean Airlines bietet hier in der eigenen Lounge auf jeden Fall ein sehr großes, umfangreiches Buffet an. Das Ganze mit verschiedenen heißen und kalten Speisen sowie auch kleinen Snacks. Das Ganze süß und salzig. Alkoholische und alkoholfreie Getränke gibt es auch. Und hier gibt es auf jeden Fall auch genügend Sitzmöglichkeiten. Das Ganze zum entspannten Sitzen, aber auch zum Arbeiten. Aber jetzt erst einmal zu der Erklärung, warum fliege ich denn hier eigentlich mit zwei verschiedenen Reiseklassen mit Aegean Airlines? Der Grund ist ganz einfach. Aegean Airlines bietet die Möglichkeit, aus der Economy Class in die Business Class auch über sogenannte Gebot-Upgrades ein Upgrade vorzunehmen. Und das habe ich genutzt. Ich habe im Vorfeld nach meiner Buchung bei Aegean Airlines, es war eine reine Economy-Class-Buchung, immer wieder E-Mails bekommen und das Angebot bekommen, gib doch mal ein Gebot ab, wenn du in der Business Class fliegen möchtest. Jetzt war das so, dass ich das entweder für das Segment von Athen nach Thessaloniki hätte abgeben können oder aber für das längere und internationale Segment von Thessaloniki nach Frankfurt. Das Mindestangebot auf diesem internationalen Flug für ein Upgrade in die Business Class, Dauer ca. 2,5 Stunden, war 85 €. Ich habe mich nicht lumpen lassen, habe einfach mal wirklich das geringste Gebot angegeben, also diese 85 €. Und es hat geklappt. Aegean Airlines hat das Gebot angenommen. Ich wurde geupgradet auf dem zweiten Flugsegment. Das heißt, nachher geht es in der Business Class nach Frankfurt. Und ich finde solche Upgrade-Gebotsaktionen auf jeden Fall immer sehr attraktiv. Vielleicht ist das ja auch mal was für euch. Schaut einfach mal, einige Airlines bieten es an. Bei einigen Airlines wird es auch über die sogenannte Seat Boost App angeboten. Das heißt, es ist da nochmal ein Drittanbieter, der dahinter steht. Und da kann man dann auch Gebote abgeben. Hier bei Aegean Airlines war es ganz einfach, direkt mit der Buchungsnummer und dem Nachnamen eingeloggt auf der Homepage.
Und dann konnte ich das Gebot angeben. Und tatsächlich wird das Geld dann auch erst belastet von eurer Kreditkarte, die ihr hinterlegen müsst, wenn dieses Gebot angenommen wurde. Mal schauen, ob es sich lohnt oder ob ich vielleicht nachher sage, hätte in Economy Class auch ausgereicht. Wir werden es sehen. Jetzt werde ich hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen was essen, was trinken. Und dann geht es gleich in Richtung des Gates für meinen ersten Flug, für den Economy Class Flug nach Thessaloniki. Unser Gate hier am Athen Airport ist heute das Gate B9 und das Boarding sollte jetzt auch langsam beginnen. Eigentlich hätte es schon vor 30 Minuten beginnen sollen, aber das Flugzeug hatte wohl ein bisschen Verspätung. Ist jetzt gerade erst eingetroffen. Die haben hier schnell einen Turnaround gemacht. Und jetzt geht's los. Das Ganze hier bei Aegean Airlines in Gruppen. Das heißt, Reisende in der Business Class sowie Vielflieger mit einem Status, also zum Beispiel auch mit dem Star Alliance Gold Status, dürfen zuerst und priorisiert einsteigen. Alle anderen Economy Class Passagiere dann entsprechend danach. Und unser Flugzeug für den heutigen Flug von Athen nach Thessaloniki innerhalb Griechenlands ist ein Airbus A320 Neo mit dem Kennzeichen SXNEV. Und das Flugzeug ist brandneu, gerade mal ein halbes Jahr alt. Bin wirklich gespannt, wie man das gleich in der Kabine merkt. Auf geht's zum Boarding, ab in Richtung Thessaloniki. Und damit herzlich willkommen hier an Bord von Aegean Airlines im neuesten Produkt, im Airbus A320 Neo. Jetzt für unseren innergriechischen Flug von Athen nach Thessaloniki. Mein Sitzplatz heute hier 9F auf der rechten Seite am Fenster. Und das Ganze hier macht schon einen sehr, sehr modernen Eindruck, gerade schon beim Boarding festgestellt. Kabine wirkt sehr hell, sehr modern. Sitze haben auch einen guten ersten Eindruck gemacht. Wir starten einmal mit einer Seat-Tour hier auf meinem Platz. Ja, der Sitzabstand hier tatsächlich auch sehr brauchbar. Natürlich kann man die Beine auch gut hier unter den Vordersitz packen. Hat hier sehr gut Platz. Dann haben wir hier einen Tisch. Der ist schön breit und auch verstellbar. Wir haben hier eine Magazintasche und in der Magazintasche finden wir auch wieder so ein riesiges Bordmagazin. Das Ganze nennt sich hier Fly Smart Blue, ist das Bordmagazin von Aegean Airlines. Und ja, wie so ein typisches Bordmagazin, einige Tipps zu Destinationen der Airline, ein bisschen Werbung noch, ja, ein standardmäßiges Bordmagazin. Das war's, was anderes gibt es hier nicht an Lesematerial. Aber wir haben hier noch eine Halterung fürs Smartphone und die kann man so aufklappen. Und dann hat man die Möglichkeit, sein Smartphone bzw. sein Tablet hier so reinzulegen. Das Ganze sieht dann so aus, würde mit einem Tablet eben noch ein bisschen größer sein, beziehungsweise mit einem größeren Smartphone. Und das könnte man dann hier auch noch festklemmen. Eignet sich auf jeden Fall sehr gut, um Filme zu schauen, beziehungsweise Serien, die man sich so mitgebracht hat. Jetzt zum Sitz an sich. Ihr seht schon hier, das ist schon definitiv ein Komfortgewinn, gerade im Vergleich zu anderen europäischen Airlines. Wir haben hier eine verstellbare Kopf- bzw. Nackenstütze und das Ganze lässt sich auch so schön hinbiegen, dass man hier so ein bisschen ein kleines Nickerchen machen kann, ohne dass der Kopf verrutscht. Und ansonsten die wichtigste Funktion hier natürlich, die Recline-Funktion, die auch nochmal zusätzlichen Komfort bietet. Auch die sehr angenehm. Man kann den Sitz hier auf jeden Fall schön weit nach hinten machen. Und der Sitz allgemein macht hier einen sehr bequemen, sehr modernen Eindruck. Es ist so ein bisschen Kunstleder, aber vernünftig gepolstert. Also hier könnte man es durchaus auch einige Stunden ohne Probleme drauf aushalten. Ja, und bevor ich es vergesse, der Sitz hier hat auch noch eine weitere Eigenschaft. Und zwar gibt es hier auch noch eine USB-Steckdose. Das heißt, ihr könnt euer Handy oder was auch immer hier auf jeden Fall während des Fluges aufladen. Jetzt auf jeden Fall noch kurz das Boarding abwarten und dann werden wir wohl mit einer kleinen Verspätung uns auf den Weg in Richtung Thessaloniki machen.
wenige Minuten im Flug. Wir haben gerade Athen noch bei strahlender Sonne verlassen, haben noch richtig schöne Landschaften hier gesehen beim Start. Und jetzt geht es in nur 40 Minuten nach Thessaloniki, leicht verspätet gestartet. Und ich wollte mich direkt mal informieren, was es hier für ein Entertainment-System bzw. allgemein Entertainment-Angebot bei Aegean Airlines im Airbus A320 gibt. Das wird in diesem großen Bordmagazin hier auch gut beschrieben. Also es gibt hier grundsätzlich ein Netzwerk, mit dem kann man sich verbinden, ein WLAN-Netzwerk, und da hat man dann klassischerweise Zugriff auf ein großes Unterhaltungsangebot, also Filme, Serien, Musik etc., solche Sachen. Das Ganze hier bei Aegean Airlines kostenlos. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich auch noch mit dem Internet zu verbinden. Und da gibt es bei Aegean Airlines verschiedene Pakete. Zum einen gibt es hier innerhalb von Griechenland bzw. auf Flügen nach Zypern eine sogenannte Messaging-Funktion, also zum Beispiel zum Versenden von WhatsApp-Nachrichten oder ähnliches. Das ist kostenlos hier. Und auf den internationalen Flügen gibt es zwei Pakete, und zwar einmal das sogenannte Text-and-Surf-Paket. Ich gehe mal davon aus, das wird so ein ähnliches Paket sein, auch nur zum Nachrichtenverschreiben für 9 Euro. Und das sogenannte Stream-Paket, was dann auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bietet etc., für 12 Euro. Wichtig, Statusmitglieder vom Aegean Airlines Vielfliegerprogramm Miles and Bonus profitieren hier, haben das eine Paket kostenlos, beziehungsweise ab einer bestimmten Statusstufe sogar das höherwertigere Produkt dann auch kostenlos. Also es lohnt sich hier definitiv auch mal in dem Vielfliegerprogramm vorbeizuschauen, wenn ihr häufiger mit Aegean Airlines unterwegs seid. Auf diesem Flug hier habe ich allerdings leider keine Möglichkeit, mich zu verbinden. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Es kann natürlich sein, dass das System hier ausgefallen ist oder ähnliches, aber gut. Ja, die Toilette hier bei Aegean Airlines im A320 Neo, die schauen wir uns natürlich auch an. 2 Toiletten gibt es hinten, eine Toilette gibt es vorne. Vorne allerdings nur exklusiv für Reisende in der Business Class. Und hinten sind die Toiletten quasi in der Galley verbaut. Also sie sind wirklich ganz, ganz hinten im hintersten Bereich des Flugzeugs. Und das macht sie auch etwas eng. Also ich habe hier wirklich sehr wenig Platz, aber zumindest einen Wickeltisch würde es hier geben. Und hier einmal zu sehen, die Toilette, Papier und Mülleimer würde es jetzt hier hinter der Toilette geben. Und ein kleines Waschbecken ist hier auch noch verbaut. Sehr, sehr eng hier, aber ja, alles sauber, alles in Ordnung soweit. Kaum gestartet, kaum auf der wahrscheinlich relativ niedrigen Reiseflughöhe begann ja auch gerade der Service in der Economy Class hier auf so einem Inlandsflug in Griechenland. Gibt es gratis Kaffee oder Tee, es gibt gratis eine Flasche Wasser und es gibt zudem noch einen Riegel, eine sogenannte Soft Orange Bar mit Honig und Sesam. Das war's, aber kein Problem, denn wir haben tatsächlich augenscheinlich vom Gefühl her gerade schon wieder unseren Landeanflug in Richtung Thessaloniki begonnen. Angekommen in Thessaloniki, kurzer Hüpfer ist geschafft. Ja, und für euch direkt eine kleine Zusammenfassung hier aus dem Flieger. Also es war wirklich ein ganz, ganz kurzer Flug, aber der Sitzkomfort hier wirklich überdurchschnittlich, gerade im Vergleich mit anderen europäischen Airlines. Sehr bequem, sehr gut auszuhalten hier. Ich hätte jetzt hier auch noch eine Stunde, 2 oder 3 länger sitzen können. Ein bisschen schade, dass das Entertainment-System nicht funktioniert hat, aber das kann auch daran liegen, dass es so ein kurzer Flug war, beziehungsweise nur innerhalb Griechenlands. Ansonsten ein sehr gutes, solides Produkt. Crew, Service etc. auch tipptopp. Für Economy Class definitiv über dem europäischen Durchschnitt und sehr zu empfehlen. Jetzt geht es für mich einmal raus hier und dann habe ich noch circa 50 Minuten bis zu meinem Weiterflug nach Frankfurt.
Mal sehen, ob ich es noch in die Lounge schaffe, denn der Thessaloniki Airport, das ist so ein Airport, da gibt es keine Gates, da wird man immer mit dem Bus abgeholt. Kann ein bisschen auf die Zeit gehen, schauen wir gleich mal. Und dann bin ich gespannt, wie es gleich in der Aegean Airlines Business Class wird. Und weiter geht's. Hier in Thessaloniki am Airport kommt ihr direkt durch eine Tür, jetzt hinter mir zu sehen, im Ankunftsbereich in einen sogenannten Connecting-Bereich, also für Weiterflüge. Und keine 10 Meter weiter befindet sich auch schon die Aegean Lounge Thessaloniki. Da habe ich jetzt auf jeden Fall noch kurz die Möglichkeit reinzugehen. Ein bisschen Zeit ist noch. Schauen wir uns die auch noch mal fix an, bevor es dann weitergeht in der Aegean Airlines Business Class. Ja, das Ganze hier ähnlich aufgebaut wie vorhin auch schon in Athen. Viele Sitzmöglichkeiten, bequeme Sitzmöglichkeiten, auch ein paar zum Arbeiten und zum Essen. Ansonsten gibt es hier wieder ein Buffet mit griechischen Spezialitäten, kalte und warme Sachen, sowie natürlich Getränke, alkoholische und nicht alkoholische. Und Besonderheit bei dieser Lounge, das Boarding zu meinem Weiterflug bzw. zu den anderen Weiterflügen hier erfolgt hier direkt aus der Lounge heraus. Und jetzt hat auch schon das Boarding begonnen für unseren Aegean Airlines Flug nach Frankfurt. Wie gesagt, hier direkt aus der Lounge heraus das Boarding. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt mit dem Bus abgeholt werden oder ob wir da zu Fuß hinlaufen zum Flieger. Für den Flieger nach Athen ging es nämlich gerade einmal übers Vorfeld direkt. Aber ich glaube, unser Flieger steht ein bisschen weiter weg. Schauen wir uns das Ganze mal an. Richtig schön sonnig hier und jetzt auch schon angekommen mit dem Bus gerade an unserem Airbus A320 von Aegean Airlines für unseren Flug jetzt nach Frankfurt. Ja, es ist ein klassischer Airbus A320, also schon ein bisschen älter. Er trägt das Kennzeichen SX-DNC und hat schon fast 10 Jahre auf der Uhr. Schauen wir einmal, was uns da jetzt drin erwartet. Und es ist schon fast schade, hier abzufliegen. So ein tolles Wetter hier. Knapp 18 Grad, Sonne, angenehm warm. Jetzt geht's ins graue, kalte Deutschland. Und damit herzlich willkommen jetzt an Bord von Aegean Airlines im Airbus A320 auf unserem Flug nach Frankfurt. Mein Sitzplatz hier 2F auf der rechten Seite am Fenster. Ich hätte mich jetzt auch in die erste Reihe setzen können. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich hasse die erste Reihe. Ich hasse es, wenn ich direkt vor mir eine Wand habe und meine Füße bzw. Beine nicht vernünftig ausstrecken kann und so. Das mag ich einfach nicht. Wie ist denn eure Meinung dazu? Sitzt ihr gerne in der ersten Reihe oder sagt ihr auch, nee, ich möchte meine Beine vernünftig ausstrecken können? Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Und ihr habt es ja gerade schon beim Boarding gesehen, es sind hier wirklich nochmal andere Sitze als jetzt eben im Airbus A320 Neo. Wir starten einmal hier die Seat-Tour. Ja, wir haben hier erstmal einen Tisch. Der ist relativ klein und er ist tatsächlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wackelt schon ein bisschen, aber verstellbar. Und dann haben wir hier wieder die Magazintasche. Unser Aegean Airlines Bordmagazin, wieder schön dick, ordentlich Lesematerial. Und hier unten haben wir noch eine Safety Card und einen Spuckbeutel. Ganz wichtig und der Unterschied zu eben, hier gibt es auch schon einen Hinweis auf das Aegean Wi-Fi und einen QR-Code, den man dann scannen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, andere Sitze. Ihr seht auch schon, es ist eine Euro Business Class. Das heißt, hier der Mittelsitz frei und bei Aegean Airlines mit so einem Tisch, den man hier quasi rausklappen kann, wo man dann später die Getränke draufstellen kann. Ansonsten hat dieser Sitz hier aber auch eine Recline-Funktion. Die probieren wir auch mal aus. Und uiuiui, die geht aber wirklich nach hinten. Wahnsinn. Also ich hoffe, ihr könnt sehen, hier hat man richtig Komfort. Allerdings der Sitz auch schon ein bisschen durchgesessen, das muss man dazu sagen. Aber Platz hier auf alle Fälle. Ich zeige euch auch noch mal hier einmal den Abstand zum Vordersitz und ihr könnt sehen, wow, also hier passen gefühlt 2 Hände schon bald zwischen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig Platz hier. Ja, der erste Eindruck hier in der Aegean Airlines Business Class im älteren Airbus A320. Sitze nicht so schön modern. Es gibt hier auch keine Kopf- bzw. Nackenstütze. Platzmäßig mega hier in den ersten Reihen.
sollte aber auch so sein in der Business Class. Ansonsten die Kabine, dafür, dass das Flugzeug bald 10 Jahre alt ist, in Ordnung. Hat mir ein bisschen besser gefallen im 320 Neo gerade, aber ich will mich nicht beschweren. Es ist in jedem Fall ein höherer Komfort als bei anderen Airlines, die eine sogenannte Euro Business Class haben. Alleine schon vom Platz, den man hier hat. Das ist wirklich umwerfend. Das macht einen guten ersten Eindruck. Schauen wir mal, wie hier gleich der Service ist und ob es hier beispielsweise auch einen Welcome Drink gibt. Boarding completed, alle sind eingestiegen. Der Kapitän hat uns begrüßt. Flugzeit heute 2 Stunden 25 und es gab einen Welcome Drink, unter anderem einen Sekt. Prost, sehr lecker und meine Reihe hier ist auch frei geblieben. Verspricht ein schöner Flug zu werden. Zudem gab es gerade auch schon eine Menükarte von Aegean Airlines. Auch die schauen wir uns mal an. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Vorspeise. Dann gibt es 2 Speisen zur Auswahl für den Hauptgang. Es gibt ein bisschen Käse und es gibt ein Dessert. Dazu gibt es hier auch eine Bar und es gibt hier diverse alkoholische Getränke. Auffällig, hier werden auch Cocktails angeboten. Und hier hinten noch die Weinkarte mit diversen griechischen Weinen. Servicemäßig macht das hier auf jeden Fall schon mal einen sehr vielversprechenden Eindruck. Ich werde hier auf jeden Fall nachher was Schönes auswählen und es muss sein, ich muss auf jeden Fall hier einen Cocktail probieren. Cocktail an Bord eines Flugzeugs, das habe ich wirklich sehr lange nicht gehabt. Jetzt geht's auf in Richtung Frankfurt und raus aus dem schönen Wetter hier, ab in Richtung grau, nass und kalt. Für den Preisvergleich bei eurer nächsten Flug-, Hotel- oder Mietwagenbuchung kann ich euch wirklich nur Skyscanner empfehlen. Bei Buchung über den Skyscanner-Link in der Videobeschreibung könnt ihr meine Arbeit unterstützen und das Ganze ohne weitere Mehrkosten für euch. Und wir haben Thessaloniki gerade verlassen, nochmal eine schöne Aussicht über die Stadt genießen können und kaum waren die Anschnallzeichen ausgeschaltet, hat die Crew hier auch so Kissen vorbeigebracht. Machen auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ansonsten gibt es ja hier den Hinweis auf das Wi-Fi-Netzwerk. Dazu muss man sich mit dem Netzwerk Aegean Wi-Fi verbinden. Das habe ich gerade schon mal gemacht. Und dann die Seite aegeanwifi.com öffnen. Das sieht dann so aus. Und in diesem Wi-Fi-System gibt es dann zum einen die Möglichkeit, sich ein Entertainment-System kostenlos anzuschauen, also das nutzen zu können. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, das Wi-Fi hier zu nutzen. Wir schauen uns das einmal an. Grundsätzlich wird hier schon das Wi-Fi beworben, Free Wi-Fi. Dabei handelt es sich allerdings um die Messaging-Funktion, die hier für alle Fluggäste kostenlos ist. Ansonsten kann man hier auch noch weitere Wi-Fi-Bundles buchen. Und hier unten gibt es dann auch schon das Entertainment-System. Das Ganze mit Filmen, ein paar Nachrichten und auch einer Live-Map sowie noch ein bisschen Musik, Podcasts und einigen Informationen zu den Reisedestinationen und hier unten noch ein bisschen Werbung. Wir schauen auch einmal auf die Moving Map. Das scheint auch zu funktionieren, lädt gerade noch, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, unseren Flug hier auch zu verfolgen. So, und wenn ich jetzt hier dieses Stream Wi-Fi nutzen möchte, was also auch ein bisschen schneller ist, dann kann ich hier einfach auf Activate gehen und könnte mich jetzt hier einloggen mit meinem Miles & Bonus Konto, also dem Vielfliegerprogramm von Aegean. Oder ich kann mich hier auch in der Business Class Auswahlmöglichkeit einwählen. Das Ganze mit meiner Buchungsnummer und meinem Nachnamen und dann kann ich das Ganze hier kostenlos nutzen. Auch hier im klassischen Airbus A320 darf der Blick auf die Toilette nicht fehlen. Eine gibt es vorne, 2 gibt es hinten. Hier vorne nur für die Business Class. Wird auch so kommuniziert, beziehungsweise ist auch durch den Vorhang, der die Business Class und die Economy Class trennt, erkenntlich. Ansonsten ein Wickeltisch, eine Toilette und das klassische Airbus A320 Waschbecken. Alles sehr, sehr sauber hier und geräumig. Passt. Und der erste Service hat begonnen. Direkt kurz nach dem Start und nach dem Erlöschen der Anschnallzeichen gab es jetzt ein heißes Tuch,
Könnte ein bisschen wärmer sein, aber ist auf jeden Fall eine kleine Erfrischung. Und soeben wurde auch schon das Essen serviert. Das Essen gibt es bei Aegean Airlines komplett auf einem Tablett. Und ich habe mich als Hauptspeise für die Option mit der Aubergine gefüllt mit Hähnchenfleisch entschieden. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ich werde das Ganze jetzt mal probieren. Ja, das Ganze auf jeden Fall sehr heiß noch. Auch sehr, sehr lecker. Man merkt, Aegean ist stolz, die griechische Küche an Bord zu bringen. Hier gibt es viele griechische Spezialitäten. Finde ich sehr, sehr gut, wenn eine Airline sich so mit dem Heimatland identifiziert und eben auch regionale Produkte in die Business Class mit reinbringt. Dazu gab es auch gerade mein Getränk. Ich habe jetzt einen Cocktail bestellt, einen Mai Tai. Und auch der sehr lecker, aber auch sehr süß. Ich gehe mal davon aus, dass es ein vorgemixter Cocktail wurde mit ein bisschen Eis noch serviert. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass sowas hier angeboten wird. Auch das gibt es nicht bei so vielen Airlines mit den Cocktails an Bord. Sehr gut. Das war ein richtig leckeres Essen hier an Bord von Aegean Airlines. Also hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt dafür, dass es an Bord eines Flugzeugs ist. Jetzt gab es hier gerade noch so eine kleine Praline, so ein bisschen Schokolade nach dem Essen und einen schönen Espresso. Den werde ich jetzt gleich auch noch genießen und dann werde ich mal schauen, wie man sich hier so ausruhen kann. Wie gesagt, durch die sehr große Recline-Funktion ist das hier super bequem. Dazu noch das Kissen, beziehungsweise ich habe sogar 2 Kissen. Lädt ein, noch mal ein bisschen die Augen zuzumachen. Nach Frankfurt sind es noch gut 2 Stunden. Also kann man das auch noch mal nutzen. Noch rund 45 Minuten bis Frankfurt. Ich habe tatsächlich hier gerade ein bisschen die Augen zugemacht. Es war wirklich sehr, sehr bequem. Also man kann sich hier schon schön machen und dadurch, dass das hier alles so schön leer ist, kann man das dann umso mehr genießen. Jetzt habe ich mir gerade noch mal, weil das muss einfach sein, einen griechischen Wein bestellt. Einen griechischen Weißwein. 2 gibt es insgesamt. Dieser heißt Kali Pediada aus dem Jahr 2024. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig. So mag ich es sehr gerne. Und wir starten dann auch schon gleich unseren Landeanflug in Richtung Frankfurt, wo es dann vermutlich nicht mehr ganz so sonnig ist wie hier oben, beziehungsweise wie vorhin in Thessaloniki. Angekommen am Frankfurt Airport mit Aegean Airlines. Das Ganze in 2 Produkten, einmal in der Economy Class und einmal in der Business Class mit dem Flag Carrier aus Griechenland. Für euch natürlich noch eine Zusammenfassung, mein Fazit und besonders mein Fazit, ob sich das lohnt, bei Aegean Airlines ein Upgrade zu machen. Fangen wir mal an. Auf beiden Flügen, sowohl in der Economy Class als auch in der Business Class, hatte ich einen sehr guten Service, hatte sehr nette Crews und klar in der Business Class, das gehört dazu, auch ein sehr gutes Catering, gute Getränke. Also da kann man schon mal festhalten, Aegean Airlines setzt, was den Service angeht, definitiv einen Maßstab, der über dem von vielen europäischen Airlines liegt. Ansonsten die Kabine im Airbus A320 Neo, top. Ja, auch da definitiv über dem Produkt von vielen europäischen Airlines. Im älteren A320, jetzt auf dem längeren Flug nach Frankfurt, gut, auch über dem Standard von vielen anderen europäischen Airlines, aber natürlich schon etwas in die Jahre gekommen. Dafür aber natürlich ja, sehr viel Platz und alles, sehr viel Komfort. Beide Flüge haben mir sehr gut gefallen. Und Aegean Airlines würde ich auf jeden Fall in beiden Reiseklassen so weiterempfehlen. Kommen wir jetzt einmal zu dem Thema Upgrade. Ich habe euch das ja vorhin schon erzählt. Ich habe bei dieser Upgrade-Auktion teilgenommen, habe ein Mindestgebot abgegeben, 85 €. Und ich bin ja hier ganz transparent. Das Economy-Class-Ticket von Athen über Thessaloniki nach Frankfurt hat 100 € gekostet, plus 85 €. Also 185 € für beide Flüge, davon eine Business Class. War es das wert?
Definitiv. Meine persönliche Einschätzung, wenn ihr da ein Angebot abgebt, gerade auf so einem Flug von einer Flugdauer 2,5 bis 3 Stunden aus Griechenland nach Deutschland, das lohnt sich. Ich würde bis maximal 100, 120 Euro bezahlen für so ein Upgrade, aber vom Produkt her lohnt sich das definitiv. Ich hoffe, euch hat dieser Flugreport hier gefallen und ich konnte euch Aegean Airlines ein bisschen näher bringen, falls ihr sie noch nicht kanntet. Wie immer gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr neugierig seid auf solche Flugreports, weitere spannende Reiseerlebnisse und nützliche Tipps und Tricks rund ums Reisen, dann jetzt hier auf jeden Fall gerne abonnieren und die Glocke drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischen Gate und Ziel. Bis dahin.